28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter! 9 Nationen. Oh, Mama Mia! 4 Finaltickets. Yes! 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil! Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Wise, Feel the Difference und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum YouTube Predator Cup Bank 2025. Mein Name ist Charles Rettinghaus. 2018 übernahm ich erstmals die stimmliche Begleitung auf dem Hecht- und Barschkanal. Damals war dieses Format kaum mehr als die kühne Vision zweier sehr ungleicher Schwager. Heute ist es eines der renommiertesten Uferangelturniere Europas. Aber Schluss mit Nostalgie und Vorschusslorbeeren. Bevor wir richtig einsteigen, wie immer eine kurze Erklärung zu Modus und Regeln. In der Gruppenphase teilen sich 28 Angler auf 4 Siebener-Gruppen auf. Im Vergleich zum Vorjahr qualifizieren sich nur die 3 Punktbesten direkt fürs Halbfinale. Geangelt wird, wie gewohnt, an 2 Tagen über jeweils 8 Stunden. Für eine Fullcard müssen ein Barsch, ein Hecht und ein Zander sowie 3 variable Bonusfische eingereicht werden. Dabei gelten die bekannten Mindestmaße und Multiplikatoren. Zusätzlich können maximal 3 Topwaterfische für jeweils 10 Punkte in die Wertung eingehen. Die Fischart ist dabei egal. Anders als bei Hecht, Barsch und Zander gilt für Döbel, Rapfen, tückische Raubbrassen und Co. allerdings ein pauschales Mindestmaß von 40 cm. Bei schlechtem Fischhandling drohen Zeitstrafen, die den jeweiligen Angeltag empfindlich verkürzen. Für das Herausheben von Fischen gibt's 10 Strafminuten. Sollte ein Fisch das Vorfach im Drill durchbeißen, wird die Angelzeit um 30 Minuten reduziert. Soweit die Regeln der Gruppenphase. Anschließend, das kann ich schon verraten, erwarten euch in diesem Jahr keine 1-gegen-1 Duelle. Auch wenn viele Zuschauer diesen Modus mochten, erhitzte er offensichtlich zu viele Gemüter, was bedauerlicherweise aus unserer Sicht völlig überzogene Anfeindungen einzelner Teilnehmer mündete. Um die Angler zu schützen, kehren wir daher zum alten Zwischenrundenmodus zurück. Ihr findet das gesamte Regelwerk inklusive eines kurzen Ausblicks aufs Finale über den Link in der Videobeschreibung. Der Theorieteil ist damit durch. Wir kommen zu den 7 Anglern der Gruppe A. Auf dem Papier eine der stärksten Konstellationen, die wir jemals in einer YPC Bank Vorrunde gesehen haben. Den Gruppenkopf bildet der zweimalige Sieger und amtierende Champion Toon van Ham. Westins einstiger Youngster ist längst ein Superstar der europäischen Szene und zumal sich Dustin Schöne 2025 eine Turnierpause einräumt, euer Top-Favorit auf den Turniersieg. Allzu sicher wird sich der Belgier trotzdem nicht fühlen, denn sein Landsmann Sami Moib verlangte ihm schon im letzten Bankfinale alles ab und holte hinter Toon die Silbermedaille. In diesem Jahr startet der kletterfreudige Content Creator für die finnische Brand Fintrail, vor allem bekannt für gute und fairpreisige Angelbekleidung. Waghalsige Manöver sollten also definitiv nicht an der Ausrüstung scheitern. Beim nächsten im Bunde sind halsbrecherische Stunts weniger zu erwarten. Birger Domeyer gilt eher als besonnener und extrem fachkundiger Taktikfuchs. Der Koblenzer ist seit vielen Jahren Redakteur bei den Parry-Magazinen Fisch und Fang und der Raubfisch.
Letztes Jahr erlebte er nach einer krankheitsüberschatteten Vorbereitung ein enttäuschendes Turnier und ist dementsprechend hoch motiviert, diesmal sein bestes Tennis zu zeigen. Der 4. Protagonist ist Roman Jakuzzo von Fish Explorer. Nach vergebenen Matchbällen scheiterte er in der vergangenen Staffel knapp im Halbfinale. Dabei hat der als Guide und Fliegenfischlehrer tätige Wahl-Potsdamer aber durchaus angedeutet, dass ihm eine Top-Platzierung zuzutrauen ist. Auch ein Newcomer steht bei vielen auf dem Zettel. Der Niederländer David van Manen fischt in seinen Heimatgewässern sowohl vom Ufer als auch vom Boot, ist kameraerfahren, kann mit 103 cm einen absoluten Urzeitsander als PB vorweisen und hat außerdem auch schon einige namhafte Turniere bestritten. Gut möglich also, dass Shimano mit ihrem Benelux-Marketing-Manager eine weise Wahl getroffen hat. Ganz neu dabei ist die lettische Köderschmiede Frap Fishing, die auf einen echten Jungspund setzt. Trotz seiner erst 21 Jahre ist Tim Kunst bereits ein akkreditierter Streetfishing-Experte mit Titeln und Medaillen bei Weltmeisterschaften in Italien und den Niederlanden. Anglerisch sollte sich der Holländer hier dementsprechend schnell einfinden. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Teilnehmer, der in dieser Todesgruppe als Kirsche auf der Torte begriffen werden darf. Markus Eule, erneut für Zeck dabei, arbeitet weiter an seiner Spinnfisch-Reputation. Im letzten Jahr lieferte Mr. Waller eine brutal starke Performance und holte nach Ton die zweitbeste Vorrundenpunktzahl. Im Halbfinale war dann gegen den späteren Bronzegewinner Luis Mendes Schluss. Mal sehen, wohin die Reise für den Publikumsliebling diesmal geht. Damit ist die Vorstellung komplett. Nominell könnte das Line-Up kaum vielversprechender sein. Weniger Gutes lässt das Wetter vermuten. Die extremen Temperatur- und Luftdruckschwankungen könnten den Räubern zu Beginn des Turniers auf den Magen schlagen. Wollen wir den Teufel aber mal nicht vorschnell an die Wand malen. Ton, Markus, Birger und David angeln zum Start in Zone 1. Sami, Roman und Tim in Zone 3. Auf geht's! Hey guys, as you can see, it's a Monday morning in the Netherlands. We have 1.5 hours to go still, and we are in a giant traffic jam. So, not the start we were hoping for. We will for sure lose some time here, and we will just watch from 8 o'clock how the others are starting to go fishing. All jokes aside, I think we might lose 15 minutes to half an hour, and then we also can start. I got a solid game plan, but it's only about big fish in this zone. So wish me luck that it works, and yeah, we see each other in 1.5 hours or more. Hello guys, welcome to the first episode of the YPC Bank. Today we're going to begin with Zander fishing and I hope we will catch a big one. Jetzt werde ich schon ein bisschen nervös. Sind immer noch so, ich würde sagen, 20 Minuten ungefähr. Ja, 17 Minuten bis zum Start. Und so langsam wird man dann doch ein bisschen nervös. Hello guys and welcome into this new YPC Shore edition. This year, guys, I will not lie to you, it's gonna be a tough year. Tough with the group, and I have to say, tough with the training. The season just started 2 days ago, so it was quite fast. Today will be a bit a gamble, and I expect other people to catch some fish, of course, today. So let's go and we will give the best.
out of the traffic jam, and I want to talk a little bit about my game plan. So I have I think a solid game plan, but I have to say the training was not so easy. In this zone in particular, the other zone I had some okay spots, but this zone is for me a lot harder. We had only 2 days of training due to the opening, and I had a bad knee, a knee injury. They say what is good for a knee is swimming. So if we make a full car today, and I really don't expect it, to be honest. I think I will be very happy if we have 2 species on the car today. But if we make a full card, I'm gonna take a small swim. So root for me that I can go swimming. Hey there folks, cool that you're here, and I'm happy to be here on the YPC Bank 25. Some cool new faces as you saw, some talented ones, especially in this group. In the Netherlands we call this Pool des Doods, the Pool of Death. It's like having Germany, Brazil, France and Italy in one group stage. Fight till the 19th minute and beyond, and that's what we're gonna do. We have to fight, and here we start at the river. It's a tidal river. We have the perfect conditions now coming up. The tide is coming up, so we are going to start for Zander by doing some Zander jigging. I love this method. The strikes are so hard. So let's get a big one and climb on these rocks. Let's go. Oh Gott, habe ich Bock, aber ich bin im Vergleich zum letzten Mal auch viel nervöser. Ziel wird heute ganz klar der Zander sein. Ich will möglichst viele große Zander fangen, also im Sinne von 3, 4. Das wäre mein ganzer Plan für heute, und vielleicht geht es dann auch noch ein bisschen auf Barsch und Hecht, aber das ist Plan B. Erstmal Zander angeln, alles am Start, und jetzt tauchen wir wieder unter die Brücke ab. Bis dann. Hey Jungs und Mädels, willkommen bei der YPC Bank 2025. Eine Ehre, wieder dabei sein zu dürfen. Leider ist der Termin dieses Jahr so schlecht gefallen für uns einmal, dass wir echt bloß 2 Tage gehabt haben zum Training, Samstag, Sonntag. Und durch das, dass wir uns halt nicht auskennen, oder ich mich nicht auskenne in Holland, ganz selten da bin, habe ich mal gedacht, ich fahre jetzt halt hier an ein Großgewässer, ans Hollandsdieb. Hier gibt es alles, Hecht, Barsch, Zander, in große Größe. Und ich habe mir jetzt hier so Flachwasser rausgesucht, gell, an dem Großgewässer. Watthose an, werde da 5 Meter ins Wasser reinlaufen, dass ich nicht auf der Stelle entlang laufen muss. Und dann mache ich Würfe parallel zum Ufer und fächer großzügig diesen Flachwasserbereich ab. Jungs und Mädels, drückt mal die Daumen, hoffentlich geht was. Ich habe mir da gerade so eine kleine Tasche, so Slingback zusammengerichtet mit ein paar Köder drin. Alles Köder zum Powerfischen. Ich werde jetzt mal anfangen mit einem kleinen Chatterbait, 14 Gramm Moa-Kiwi. Als Trailer habe ich unseren Boggy drauf, so einen Wurm, auch in Moa-Kiwi. Gleich getrailert mit einem Enser Zusatzhoge. Weil wegen Fehlbisse können wir jetzt nicht so viel erlauben heute. Deswegen probieren wir es direkt so. Alle Jungs und Mädels, Powerfische. Hoffentlich passiert was. Herrlich, das Ufer, da drückt schon der Wind drauf da, gell? Sagt man ja, dass es gut sein soll. Alte Stelle, alte Welle. Dem aufmerksamen Zuschauer wird auffallen, unter der Brücke hier habe ich schon mal so gekauert. Auch das werde ich mir heute wieder antun. Ist richtig schön Druck drauf hier, und das Wasser ist braun. Deswegen habe ich mich hier auch für so einen ganz grellen Skeletonius entschieden. Die Farbe hat gut performt im Training, und ja, das werden wir jetzt machen und hoffentlich direkt 2 große Zander fangen. Dann bin ich schon zufrieden eigentlich. Okay, it's 8 o'clock guys. Good luck, Toon, Sami, Markus, Birger, Tim. Let's make a great show. First cast for me ever in the YPC, and the ship is coming by, so that's heiße Phase. Let's go. It's time. First cast. Let's go. Let's go. Die ersten Köder fliegen. Währenddessen ist Birger, den wir übrigens noch gar nicht gesehen haben, anscheinend noch unterwegs. Toon wiederum hat das Staudilemma letztlich doch weniger Zeit gekostet als befürchtet. Very curious. I can see no one has been walking there, which is fantastic. We are 2 days after the opening from the season, so this season no one has fished it. I don't train the spot, and I'm really curious. I hope it will be good.
Erster Wurf ohne Fisch, das ist schon mal sehr gut. Fisch. Schade. Leider nicht. Kein Wertungsfisch. Ich habe mich auch schon gedacht, ein Barsch, aber dann war ich komplett. Jungs und Mädels, zwar kein Wertungsfisch, aber schneiderfrei. Geil, oder? Cooles Teil, Alter. Mit einem Wider Hook kommt man direkt wieder binnen. Schade. Ein Raaland, wenn mich mein geschultes Auge nicht trügt, gibt Schlimmeres zum Start. Derweil hat auch Mr. Fisch und Fang den Wagen abgestellt und ist endlich bereit für die Kamera. So, 8:09 Uhr. YPC 2025 startet für mich und ey, dieses Jahr mit viel besserem Wetter, oder? Kleines Pulloverchen müsste ich wohl anziehen, ist nicht so ganz warm, aber echt eigentlich schönes Hechtwetter. Versuchen wir mal einen zu fangen. So, Tasche hatte ich hier schon fertig gepackt. Das geht schnell. Einen großen Kescher. Oh. Und eine Warthose. So, gibt ja einen Spot, da hatte ich so Barschbisse auf Hechtköder gestern. Ich war gestern schon hier. Das probieren wir mal als allererstes. In der kleinen Ecke, da gibt es Barsch und Hecht. Da gucken wir mal, ob wir vielleicht gleich einen großen Barsch fangen. Das wäre ja auch was. Aber sonst gehen wir heute überwiegend Hecht angeln mit der Chance, einen großen Barsch nebenbei zu fangen. Yeah, it has been fished. Okay. Nice. We made it. So guys, YPC Bank starts for me right now. That's my first spot of today. We are on a small river. You can see the current is quite nice, a bit more deep. You have some shadow, so I was hoping to get a zander, but on this kind of spot it's all or nothing. You can have a good size zander or most of the time nothing, and now it looks like it will be nothing. So we will move, we will try a few bridges, and the goal for this morning is to catch, I would say, one proper zander and I would be happy. So, los geht's. Wie erstmal angeln geht hier. Ich wollte mal gucken, wie ist so die Handlage. Ja, nicht so ganz ruhig, aber auch nicht so ganz schlimm, oder? Okay, also erster Köder heute. Kleiner Twitchmaster. Wie gesagt, jetzt der See, wo wir angeln, der ist eigentlich flach und verkrautet. Außer hier, wo dieser Anleger ist, ist eine Lunke, die ist so 3 Meter tief ungefähr, und an den Rändern wächst Kraut. Und jetzt werde ich einfach die Ränder zum Tiefen vom Kraut, wo es runterfällt, in dieses kleine Loch vom Schiffsanleger gerade mal einmal abtwitschen von hier oben. Also das ist so von der Lauftiefe her, müsste der dann so Mittelwasser, unteres Drittel laufen. Das Wasser ist sehr klar und ich gut mit bedient. In der Hoffnung auf den Barsch, weil das sind so Ecken, wenn man so einen See hat und der ist insgesamt flach und krautig. Und eine Ecke, die so ein klein bisschen eine Lunke drin ist, ist für Barsch eigentlich gar nicht so schlecht. Hoffen wir mal, dass sie da jetzt drin stehen. So we made a few casts now. I'm fishing with 14 grams here, a small shed. We're at the entrance of a harbor. And as I said, we have upcoming tide, so there's quite some current in it. It's going up, and hopefully we can catch a fast zander here. And yeah, if we have that, 1 or 2 zanders, we can continue
and go to the next spot, which is a pike polder water, which is only 10 minutes from here. So, yeah. Where is the fucking Xander? It's more windy, but there's no oxygen flow. And I think that's the problem. Because yesterday and the day before when we were pre-fishing, there came a lot of oxygen out of the water. And we catch 2 Xander and had a few bites. So I know they were here, but now they are getting activated. Maybe try a smaller lure if they want that. And otherwise we're going to hop on another spot and came back in a few seconds. Da freust du dich einmal auf den Sommer und dann das. Willst du einmal ein lecker Eis essen? Entspannt mal eine Runde im Freibad, ein paar Bahnen schwimmen? Oder ein lecker Grillerchen im Park machen? Aber zum Glück haben wir den Schatz am Ende des Regenbogens gefunden. Daher kämpft unser Summer Sale gegen die Schlechtwetterfront an. Sonnige Deals für verregnete Tage. Knapp 3000 Artikel direkt in unserer Summer Sales Kategorie bis zu minus 75% rabattiert. Nur vom 24. bis 28. Juli und nur auf hechtundbarsch.de. Guck mal, da ist der Keck wieder mit seinem Piepsding. Der hat doch nicht. Der hat doch nicht, oder? Ey, was lachst du so hässlich? Hilf uns mal lieber. Wenn ich ein Golddigger wäre, würde ich nicht mit euch abhängen. Ein Jahr habe ich an diesen Ködern gearbeitet und nun ist er perfekt und endlich im Handel. Es handelt sich um den Turbo Louis, der erste Metallköder von Monkey Lures. Wir haben 4 Gewichte, 6 wunderschöne Dekore mit viel Liebe zum Detail, Lean Bream, Perchzilla, Carpe Nostra, Snails Calabrese, Inferno Tiger und natürlich darf Chili Cheese nicht fehlen. Also, die Teile sind heiß begehrt, checkt sie ab bei eurem Monkey Lures Dealer. Ja, der Stress hat heute Morgen seinen Tribut gefordert. Ich habe auch noch die Scale vergessen. Glücklicherweise war hier ein Angler, den ich auch kannte. Vielen Dank an der Stelle. Und der hat mir dann seine YPC 2024 Scale überlassen. Jetzt habe ich eine, das ist gut. Was nicht so gut ist durchgejiggt, kein Zander gefangen. Jetzt gehen wir zurück, holen uns die Dropshot-Route, machen das Ganze nochmal. Passiert da auch nichts. Ab zur nächsten Brücke. Also, let's go. Last cast here. Fish. Oh. Not the fish you wanted. Oh no, a big false hook bream. It's really strong. Let's go to another spot.
Let's move, guys. No action here, but it's like that. We just have to hope that one of the bridges that we will fish this morning will bring a fish, and hopefully it can be a good fish. This has clearly been fished, but yeah, we're gonna try it. No catches so far, huh? Exactly what I need. Exactly what I need. Das ist genau, was ich brauche. Komm her. Ja, Mann! Oh, ich lieb's, wenn ein Plan funktioniert. Ah! Genau vor den Füßen brezelt das Ding drauf. Alter! Oh, ja! Ich muss sagen, ich habe nicht mehr ganz dran geglaubt. Yes! Yes, yes, yes! Oh, ist das geil, mein Herz, das explodiert gerade. Und er hat den weggehustet, Alter. Der kleine Skeletonius hier. 10 cm, richtig, richtig schön. So, und der wird doch stabile Mitte 60 haben, oder wie sieht das aus? Oh, 73. Oh wow, 73, ey, das hätte ich mir niemals erträumen lassen für den ersten Fisch. Deswegen war ich letztes Jahr hier, deswegen bin ich dieses Jahr hier. Man muss nur dranbleiben und dann kommen die irgendwann. So, den packen wir jetzt schnell zurück und dann fangen wir doch gleich den nächsten, oder was? Der Fisch wird stehen bleiben. Eine brutale Ansage von Roman, vor allem die zanderangelnde Konkurrenz ist erstmal bedient. Oh, fuck Roman. Zander 73. And I know he's not fishing far from me. He's probably on the same river. Probably. Oh, nice, Roman. 73 Zander. That's a start. It's promising for today. But what do we expect with this field, with these experienced and skilled anglers? Right? It's gonna be fireworks, I guess. Let's go. Come on, give me a Zander. Erstmal durchatmen. So ein Fisch, der verschafft natürlich richtig Ruhe. Ich war vorher unfassbar aufgeregt, wie ich es letztes Jahr überhaupt nicht hatte. Aber das war jetzt wirklich Nervenkrieg. Vorher hat ja auch schon jemand geangelt. Das ist an so kleinen Spots auch immer schwierig. Aber ich weiß, dass die hier sind und man muss sie nur lang genug ärgern, bis sie kommen. Jetzt möchte ich die Situation kurz nutzen, um euch einmal den Köder zu zeigen. Den habe ich letztes Jahr noch nicht gefischt. Das ist von der Marke Toppies, der Skeletonius. TPE-Material, kriegst du nicht kaputt. Und auch der Jighead hier ist ein Round Tungsten Jig, auch von Toppies. In 3,5 Gramm, 4,0er Haken. Das passt wirklich perfekt dazu. Ja, das Ding läuft und läuft und läuft und läuft und geht niemals kaputt. Ich lieb's, habe jetzt im Training sehr gut drauf gefangen und der wird heute noch ein paar Mal geworfen, aber jetzt geht's erstmal weiter mit Dropshot. Twitchen ist gemein, da muss man immer so Pause machen und ich habe voll Stress, ich will gar keine Pause machen. Naja. Also es ist ein Barsch, aber nicht der, den ich mir erhofft hatte. Also maßig wird er sein, aber ist auch nicht so groß. Schneller als letztes Jahr, oder? Also wenn man einfach nur einen Fisch braucht, ne? Der Twitch-Master, der macht das schon. Aber ein bisschen größer dürfen sie noch werden. Ja, 26 cm. Ne? Erster Fisch. 26er Barsch. Auch ein kleiner Barsch ist ein schöner Barsch.
Gut, Barsche sind da. So, machen wir mal weiter, ne? Ach ne, melden muss ich den erst, ne? Ich bin ja spät dran mit dem Angeln, aber dafür ging das mit dem Fangen relativ schnell, aber nicht so schnell wie bei Roman. Der hat schon 70er Zander gefangen. Also das ist ein besserer Start und das ist auch ein starker Fisch, weiß ich. Das ist wirklich immer sehr gut. Petri dazu. Ich wusste, dass er auf große Zander angelt und ja, war mir klar, dass er so einen fängt. Gut. Das lief doch mal nach Plan, oder was? Jetzt haben wir aber das Ziel, einen abgeholt. Jetzt haben wir noch 4, 5 ähnliche Spots und da geht's jetzt hin. Jetzt fahren wir ein paar Minuten Auto, vielleicht noch mal ein Käffchen reintanken und dann den nächsten Zander abholen. Geil! No zander here. Let's go do my favorite fishing, white fishing. Not. Let's go. Got it in. Nice pike. Good start of the day. On a spinnerbait with the Frap Gecko 4-inch, my favorite color. Let's measure it and look how long the fish is. It's counting 72. First pike of the day. Now we throw it back really quick and try if we can catch another one. Here it goes. On to the next one. Second spot. We catch a pike really quick. Maybe we can catch another one. I hope it's bigger, but we shall see. The bite was right in front of my feet, so try to reel the bait in close as possible to your feet. A lot of times they grab it there on the last minute. Damit haben wir alle 3 Zielfische einmal gesehen. Gratulation an Tim, der für seinen Debütfisch nicht einmal 1 Stunde gebraucht hat. Bisher scheinen die Räuber durch die anfangs angesprochenen Wetterumschwünge übrigens wenig beeindruckt. Hoffentlich geht's so weiter. Fisch. Ja! Oh, der Barsch, Alter! Die Zeichen stehen auf Go, Alter! Ja! Mega geiler Scheiß, Alter! Und jetzt so ein Zicker. Gleich so ein Scheine. Yeah, Alter, geil, oder? Hä? Ja, wie ich gesagt habe, ein hervorragender Fangtag. Ich habe auch gedacht, ein Hecht, Alter. Ich hab's auch gedacht. So, okay, da ist schon draus. Chatterbait, 40 Gramm, 3,0, Moorkiwi. Und getrailert mit einem Boggy, ebenfalls in Moorkiwi. Und da guckt er das an, das Schwabbelding da. Schöner fetziger Barsch, Alter. Cool, oder?
Oh, der rote Flosse, krass, gell? Eine Kirsche. Also, und der hat 43. Was für ein makelloser Barsch. Toller Einstand für Eule und wichtig für den Kopf, dass der erste Spot nach der kurzen Vorbereitung liefert. Der Titelverteidiger dagegen ist bis hierhin leer ausgegangen und sitzt erneut im Auto. So, we are moving towards the second spot from the day. Also a Xander spot, which is also my last Xander spot in this zone. I didn't really train for Xander also in this zone. After that we will try to fish for a pike in polders and then move to a different canal. In the group I can see that they're actually catching quite well. Especially Roman has a big Xander, 73. This is a good fish for the competition, of course. And Marcus Eule has a perch from 43, which is also a good size fish because it's 86 points. We have nothing, and I will be very relieved when we have the first fish. So follow us and we'll do some crawling in dark holes. So I will use this Bantam Swayze. This is a nice spinnerbait of 10 grams. It has tungsten underneath with a tin above this head, so it's lead free. Always nice if you do a street fishing tournament which is lead free. Nowadays it's become more popular in the Netherlands. I will attach a fast attach weight underneath so I can fish it a bit quicker. I found this spot yesterday and it was really effective with this one. So let's see. I'm not going to use a trailer for now. I don't know. I don't think it's really necessary. I will use one rod with a spinnerbait and one for bigger baits, for like jerk baits and swim baits. Let's see what's working. Maybe a topwater, that would be really cool to show you. Do some crazy things, but we'll see. Let's first get one and yeah, wish me good luck. Okay, maybe a change of plan because I see the sun is quite up right now. I didn't expect that when I watched the weather yesterday, but it's always changing, so let's check. Maybe if it's sunny now and not after, then we will go perch fishing. Das Wetter ist gut, das gefällt mir aber. Nicht so warm, ne? Für die Hechte ist das doch nicht schlecht. We wait until early afternoon. Okay, let's go pike fishing. One bridge and then we go pike fishing. Let's go. So we're standing on a bridge, the water goes underneath here. We will cast underneath, but first you see some really nice weed beds here. A little, yeah, how do you call it, a pipe. There where always will be pike, so let's see if it will take my spinnerbait on the first cast. Watch this. There he is. All right, let's go. It's not a big one, but it's our first. Oh, feisty one. Come on. All right, we have it. We have it. Our first fish. Let's go. So there we have it, our first fish of the day. Nice little pike here. It's on the main hook, so the extra hook was not really necessary. But yeah, happy with it. Let's see how much it is. What do we have? 69.5. So on the Bantam Swayze, the spinnerbait of Shimano, first pike. You see it's laying on the ground here. You see a lot of these little worms here. But yeah, happy with it. Let's get another one. Come on. Yes. All right. Damit ist auch der zweite niederländische Neuling entschneidert. Zeitgleich treibt Ton den Begriff Street Fishing auf die Spitze. Let's just go like this.
Let's close the car. Got too many expensive rods in there. Yeah, let's go. We go through the mall. So, I think we're done for the fishing today. Let's do some shopping, or? Careful for this killer swan. So this is a dangerous move. Did I just jump? Probably. Neue Brücke, neues Glück. Hier haben wir im Training nur Bisse gehabt und sind dann direkt abgehauen. Das heißt, hier haben wir keine Fische gelocht. Die müssten eigentlich ziemlich frisch sein. Das ist so relevant, weil wir im Vorhinein nur 2 Tage Training hatten. Davor war Schonzeit. Von daher konnten wir nicht viel machen. Trotzdem haben wir ein bisschen trainiert und genau so läuft das dann. Sobald man ein paar Bisse kriegt, schnell weg da. Und jetzt fangen wir den hoffentlich. Oh, fuck. Big bite. Fuck. How can I miss it? The current is starting. This was the problem. There's a huge carp. Hast du den Biss gesehen? Junge. Gottes Willen ist der da reingerumst. Bei dem Biss keine Schlitze, dann war das kein Hecht. Das war ein dicker Barsch. Also der Biss war gelasert. Kein Anfasser, richtig Patsch. Machen wir nochmal Wobbler und nochmal tiefer. Off! Oh! That was a good one. Fuck. Shit. Oh, fuck. That was a good sander. Barsche. Blöd, Mann. Beiß doch mal jetzt. That's sizable. Nice. That's sizable. It's a healthy one, fat one. It's not 50, but I guess it's sizable, but look how bulky it is. Has been eating big time. So it is 48 approved? Yeah. Yes? So guys, the first sander has been a struggle. We are 1.5 hours in. It's only 48 centimeters, but I'm happy to have it on the board. Let's continue fishing, put him back. Bye bye. Gute Nachrichten, Leute. Das B1 Custom Boot im Wert von über 15.000 € zusammen mit dem Trailer ist jetzt fertig. Ich gebe euch mal einen Einblick, was alles verbaut ist in dem Boot. Spezielle Designfolierung, LED-Beleuchtung rings ums Boot, Aquadeck innen verbaut, Cabrio-Verdeck, wo ihr drunter schlafen könnt, UHD 9 Zoll Kartenplotters verbaut von Garmin, Lithium-Paket 12 Volt 50 Ampere-Stunden von SH Lithium, Honda BF15 in B1 Custom Design und natürlich das ganze Boot steht auf einem Pega-Trailer. Was will man mehr? Pega ist mega. Die große Auslosung findet am 18. August statt auf unserem Hecht & Barsch YouTube-Kanal. Summer
Dauerschlussverkauf bei der Anglerschmiede. Alle müssen raus, alle müssen ans Wasser. Deswegen gibt es unsere Online-Kurse zum Angelschein jetzt für 99 €. Nur für kurze Zeit. Alle Infos dazu findet ihr hier. So, okay. We changed tactic. Zander and pike was not biting on my river, so I don't want to lose too much time. Now we came to nice polder, and we will try to get a pike for a few hours while it's cloudy. It should be better in the next half of the day. So then we're gonna change to perch fishing when it's sunny again. But for now, let's focus on trying to catch at least one proper pike. Sami verbleibt als einziger vorerst fischlos, wohingegen Ton mit seinem aktuellen Spot offenbar die richtige Wahl getroffen It's hat. not big, but it is sizable. $45. Super. Oh, this is urban fishing, guys. It's something else. I haven't done this in YPC so far. Some real street fishing. 45 centimeters under, the second one for us. Let's put him back and continue fishing. Gently with the net. Bye bye. Don't tell your friends we are here. Especially not your older friends. Gerade noch gesagt, da an die Bandmoser ran. Das ist auch ein schöner Ton, ne? Jawohl. Du bist ein Feini. Komm her. Ja. Nein. Ja. Ja. Bam! Oh, es ist nice. Nicht ganz so groß wie der letzte, aber auch das ist ein Fisch nach Plan. Vielleicht hat er sogar 60. Der Übeltäter war wieder der Skeletonius. Scale komplett nass, die war gerade mit im Wasser. 58. Bevor der hier noch weiter Luft schnappt, packen wir den jetzt ganz schnell zurück und fangen noch einen. Ja, du willst. Ja, ist gut. Ja. I'm already the single one, the only one without a fish. I honestly kind of expected it, as the river was a bit a gamble for a proper fish. But also I'm a bit disappointed because I spoke with Roman in the morning and he told me he will fish a bit like this, the small rivers, and he caught Zander. So yeah, I'm a bit sad about that. But anyway, we will catch Zander later. Now let's try to catch a pike. That's the most important because I don't have tons of good pike spots. So I would be happy to catch one here. Something was hunting. It was not big, but I think it was. You see there? Baitfish was moving. Fisch. Richtig dicker Barsch. Okay, der ist ein bisschen größer als der 23er, muss ich zugeben. Ey, und der stand in 20 cm Wasser, ne? Ohne Witz, da kannst du den Boden sehen. Das ist auf jeden Fall ein End-40er. So, oh, Gummi schon draußen, alles gut. Ja, da haben wir den ersten richtigen Barsch. Ups, so, ist er dran?
Tja. 50,5, ne? Stimmt's? 50,5, also wird aufgerundet auf 51. Ey, wenn das kein Start ist, dann weiß ich auch nicht. Damit bin ich mehr als happy. Gut, der geht's wieder rein und dann gehen wir weiter, ne? So. Die Richtung. Puh. Gut. Jetzt noch ein Hecht und dann bin ich auch fast schon zufrieden für heute, muss ich sagen. Der war sehr, sehr, sehr wichtig. Übrigens auch für meinen Plan für Zone 3, weil da muss ich da vielleicht gar nicht mal auf Barsch angeln. Köder war hier einfach ein flach eingeleierter Shetties 12 cm in unserer Sonderfarbe. Jetzt ist sie auch tatsächlich endlich erhältlich. Also ja, super. Das ist grün, weiß, olivweiß. Es ist halt einfach eine Farbe, die immer geht. So, einfach einen Fisch braucht. Ein Köder in der Farbe geht immer. So. Wo kam der denn her? Ein unfassbarer Uferbarsch, der hier nach dem aufreibenden Laichgeschäft einen eher unglücklichen Saisonstart erwischt. Birger ist oben auf, die Konkurrenz geschockt! Boah, Junge. Birger, Barsch 51? Verarsch mich doch nicht. Ja, der hat gestern noch so rumgedruckst und wie immer war Training natürlich ganz schwierig. Aber 51er Barsch, klar gehört da auch ein kleines Fünkchen Glück dazu, den Fisch zu fangen. Aber Birger, krank, da hast du dir einen heftigen Vorteil rausgelassen, ey. Wow. Ja, der Birger ist halt auch ein Profi, Alter, nicht so wie ich. Das ist ja klar. So I decided to do a quick walk with the spinnerbait, get some active fish, and on our way back we will do a bit more finesse. I just want to get a couple of more fish on the card because, yeah, that gives a good mojo for the rest of the day. Turned it completely. Good bites. Ich habe jetzt eben gerade an der Packung entlang das zweite Mal so ein kleiner Hacker gehabt. Ich denke Barsch. Jetzt habe ich mal einen Jigspinner drauf gemacht. Was Schnelles, Wuseliges, der mal vorbei peitsche. Vielleicht haben sie da mehr Bock drauf. Vor allem ist das so ein kleiner Happe, dann haben sie gleich drin. Bin ich mal gespannt. Ja, Pike. Yes, you got it. And that's exactly why I have a long rod. It's a bit odd, but I'm using a Zander rod because it's 2.70 meters and these long grasses, you just need that. And also this net is the same thing. It just needs length. Come on. We've got it. Yes, baby. Yes. Not a big one, but it's okay, I believe. This time, you see, the extra hook did help me catch this fish. Otherwise, it would have missed. Okay. Let's see, how long is this one? Was haben wir hier? 76, ne? So, let's release her. Away nicely. Yes. Come on. That's a relief. Another fish. Might be a keeper. 76. Not bad. It was a good decision to just roam the whole thing. Just grind it with a spinnerbait. Let's continue. Mann, hier prasseln ja die Fangmeldungen rein ohne Ende. So, jetzt ist doch die erste Nervosität schon mal ein bisschen runter. Ich weiß, man sieht es mir nicht immer an, aber Leute, es kocht.
innen drin kocht. Das ist kein Witz. Oh, there's a lot of fish. Birger Domeyer. Barsch 51. Wow. Wow. Glückwunsch. Wow. What a fish. Oh, I'd love to catch that as well today. But in this zone, I'm not comfortable. I'm gonna try, but this is a season kickoff for us. We had 2 days and I didn't find him in this zone. And the other I did. But that's where I grew up, where I live. And this zone, it's a lot of driving to find them. A lot of grinding, but I hope we'll manage. Well done, Birger. Wow. Where is my star? Okay guys, so it started to rain. So good time to introduce you to my sponsor for this year, Fintrail. I have the waders for a few years now, never get disappointed. So this year I'm gonna represent them in the competition. And for you to see it, they sent me this nice suit. I also have the pant, but it's not raining too much right now, so the upper part is okay. It's the torque suit. 4 layers, quite strong, also quite light. So here it is. Let's try to catch a carp. There's one carp hanging around. Maybe I can have one. Top water point, it's not much, but still it's point. Would be funny. I think nobody ever caught a topwater carp in YPC. So let's try. A small floating insect. It's quite strange, but it does work on chub and ides, maybe sometimes on carp. Where is this carp? Now, there. It's there. Let's see. That was a perfect cast. If she doesn't take it, then I can forget. No. No. They don't want it. Too bad. Would have been fun. Let's go back to pike fishing. That's good. That's big. Bigger, at least. No. Not so much. I think he was stuck. Yeah, he is. He is even. Hold on. He was not in front. Now he's in front. 51. 51 centimeter. Let's release him. First cast. It's better. It's not huge. First cast with a drop shot and a mega tease. 54. Super. Look at that hook, just completely locked in there in the corner of the mouth. I was just saying a drop shot can make a difference, and it did. A mega tease 9 centimeter. Let's release him first. Super cool. Oh, there he goes. Nice. That's going in the right direction size-wise. It was my very first cast on an area that we completely fished off with other techniques. Then a slow presented
drop shot with Mega Tees in the color Headlight, so a natural color, about the size from the bait fish they're feeding on. Yeah, this is a killer. This is a must-have for Zander and perch. Let's see if we can catch another one, maybe an even bigger one, and then we're gonna get a pike. Let's go. Nice. Ton kommt auf Touren, während die erste Halbzeit sich langsam aber sicher dem Ende nähert. Einen guten Fisch gibt's vorher aber noch. Fragt sich nur, wo? Oh, had again a bite. Second cast, also a bite. Yes, Zander. It's a good fish. Ooh, really big Zander. That's a good one. Oh. Yes! Oh, it inhaled the lure completely. Ah, look at this, on the Frap Gecko, completely inhaled. The 4-inch, also in my favorite color again. That's why you need pliers all the time. Let's measure it and put it back real quick. It's 65. Really nice Dutch Zander. That's what we needed. Let's hope we can catch more of these. Quick look and throw it back onto the next one. Nice, man. Awesome. The guys are catching like hell. I'm doomed this year. Oh. Let's just hope the rest of the day will be better. Mit seinem starken Turnierzander setzt Tim also den Schlusspunkt in dieser Auftaktfolge und dadurch ergibt sich folgender Zwischenstand. Ton führt, allerdings nur dank der Fischanzahl. Roman, Tim, Eule und natürlich vor allem Birger können sich dagegen auf mindestens einen endbordwürdigen Fisch stützen. David hat hier mit 2 soliden Hechten ebenfalls schnell ins Turnier gefunden. Nur Sammy tut sich bis dato schwer. Ob der Vize-Champion zeitnah zulegen kann oder sich möglicherweise eine Hypothek für den zweiten Turniertag aufhalst, seht ihr nächste Woche. Das war's von mir. Wir hören uns nächsten Sonntag ab 18 Uhr. Macht's gut und ciao.